Ihr Lieben, Gigant Pluto wechselt am 23. März in das Zeichen Wassermann. Und es ist ein gigantischer Sprung in die neue Zeit, den wir jetzt erleben. Pluto wechselt nur alle 248 Jahre das Zeichen. Und riesige Wandlungskräfte kommen auf uns zu, persönlich und vor allem gesellschaftlich. Und ja, auch wenn er noch zweimal zurück in den Steinbock wechselt, bevor er im November 2024 endgültig im Wassermann angekommen ist, das ist die Übergangszeit, die wir jetzt erleben, die uns vielleicht oder auch ganz sicher nochmal die Schattenseiten zeigt, wo sich die Macht nochmal aufbäumt, unsere Grenzen aufzeigt, die es jetzt gilt zu überschreiten. Ganz wichtig, das, was wir nicht mehr wollen, das, was wir viel zu lange hingenommen haben. Plutos Kraft trägt die vollkommene Erneuerung in sich, in uns und im Außen. So vieles kommt jetzt ans Licht und unser Bewusstsein erhöht sich massiv. Das heißt, wir erkennen immer mehr, was nicht mehr mit uns im Einklang ist, persönlich und in dieser Welt. Und ja, es ist das Erwachen, das jetzt geschieht, das Erwachen der vielen, das neue Miteinander, die neuen Herzens- und Seelenverbindungen, die sich jetzt begegnen. Und ja, all das passiert jetzt unglaublich schnell, weil das ist die Wassermann-Energie. Um das nochmal zu verdeutlichen, vor 248 Jahren fand die letzte Hexenverbrennung in Deutschland statt. Und ja, es liegt an uns, wohin wir gehen. Das Schicksal der Welt wird jetzt neu geschrieben. Durch uns, durch unser Erwachen. Denn wir entscheiden, Angst oder Liebe, Krieg oder Frieden. Ja, wir sind im Übergang, ihr Lieben. Alte und neue Welt prallen jetzt aufeinander. Die alten Systeme lösen sich immer mehr auf. Auch unser Finanzsystem, das heißt, wir müssen unsere Werte in Zukunft völlig neu definieren. Das, was jetzt auf uns zukommt, braucht unser vollkommenes Urvertrauen, dass wir auf festen Füßen stehen. Denn es wird nicht leicht werden. Es ist wie in einen vollkommen neuen Zug zu steigen, der in eine völlig andere Richtung fährt, ohne im Moment zu wissen, wo er ankommt und ob wir uns dort zurechtfinden werden. Wir erhalten jetzt mit dem starken Neumond im Widder am 21. März einen riesen Vorwärtsschub. Es ist die Kraft des Aufbruchs, des Ausbruchs, die Kraft des Feuers und es kommen noch ganze 5 Planeten im Widder hinzu. Das heißt, die Feuerkraft, das, was jetzt in uns ausbricht, wird unglaublich stark sein. Und ja, Feuer und Wasser werden auch in der kommenden Zeit, in den kommenden Jahren ein großes Thema für Mutter Erde sein. Auch hier haben wir diese Ausbruchskraft, diese Unruhe und ja, auch wir können diese Unruhe in uns spüren. Unsere Erde verändert sich gewaltig und ich habe dazu bereits ein Video gemacht.
Es sind die hohen Energien, die auch durch die erhöhte Sonnenaktivität zu uns fließen. Sonnenstürme, Sonneneruptionen, ja, es brodelt auf der Sonne und wir spüren das durch Schwindel, innere Unruhe, ja, dieses nicht geerdet sein, die Watte im Kopf, Kaugummi unter den Füßen und ja, diese innere Unruhe, die Schlafprobleme, die intensiven Träume, in denen sich ganz vieles zeigt derzeit. Oh ja, wir erhalten jetzt so viel Energie, so viel Lichtenergie strömt ein, so viel energetische Downloads, dass es wirklich festen Halt unter den Füßen braucht. Das heißt, erden, immer wieder erden, atmen in unserer Mitte, in unserer inneren Ruhe zu bleiben. Die hohen Frequenzen verändern uns auf tiefster Ebene. Das heißt, bis in unsere Zellen hinein, in unsere DNA. Und das einströmende Licht verbindet uns mit dem Universum, mit dem universellen Wissen, mit unserer höheren Weisheit, unserer Seele. Und all das dringt jetzt immer mehr in unsere Wahrnehmung. Und das erhöhte Bewusstsein drängt dazu, umgesetzt zu werden. Das heißt, Dinge kommen jetzt in Bewegung, die schon lange anstehen. Und zwar bis in unsere persönlichen Bereiche hinein, in Freundschaften, Beziehungen, im Beruf sind so viele nicht mehr bereit, alles hinzunehmen, sich klein halten zu lassen. Viele wollen jetzt aufbrechen, neue Wege gehen. Es ist auch diese Unruhe, diese innere Unruhe, die wir spüren, dass wir schon lange nicht mehr da sind, wo unsere Seele sein soll. Und so viele schreiben mir dies, dass sie eben große Veränderungen in ihrem persönlichen Leben vornehmen. Und ja, auch Trennungen sind im Moment ein großes Thema. Der Wassermann steht dafür, sich von alten Grenzen, Begrenzungen zu befreien und völlig neue Wege zu gehen. Und mit dem Widder kann jetzt vieles hervorbrechen, im Innen und im Außen, was natürlich auch im Außen mit einiger Unruhe und starken Emotionen einhergehen kann. Bleibe in deiner Mitte, egal was geschieht. Bleibe in deiner Frequenz und lass dich nicht in negative Energien hineinziehen. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht, wie wir uns vor negativen Energien schützen können. Unsere ganz klare Ausrichtung ist jetzt wichtig. Richte dich bewusst auf das Gute aus. Richten wir uns auf das Gute aus. Richte dich aus auf deinen Weg. Wenn Pluto 2024 endgültig im Zeichen Wassermann angekommen ist, wird sich das Geistige im Materiellen immer deutlicher und immer schneller manifestieren und zeigen. So viel Neues kommt auf uns zu, so viele neue Möglichkeiten. Unsere intuitiven Fähigkeiten wachsen gewaltig. Telepathie, Geistheilung, all das wird jetzt immer intensiver, werden immer mehr Menschen wahrnehmen. Das Wahrnehmen von Energien, der Empfang von Informationen aus anderen Dimensionen wird normal werden. Es ist wirklich unglaublich, was jetzt geschieht. Und auch wenn es nicht leicht ist,
bleiben wir in unserem Urvertrauen. Aber nicht nur wir entwickeln uns weiter, ihr Lieben, sondern auch die neuen Technologien. Das heißt Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ja, auch die Schattenseiten, Kontrolle. Auch hier sollten wir uns immer wieder fragen, was machen wir mit, was lassen wir zu, was macht uns menschlich, was macht uns als Menschen aus. Und immer wieder höre ich in verschiedenen Bereichen, dass Menschen sagen, da kann man eh nichts machen, das kommt sowieso. Doch wir können etwas tun, denn wir sind es, die entscheiden, was wir zulassen. Wenn wir alle diese Einstellung haben, wenn wir alle in dieser Ohnmachtsposition bleiben, alles hinnehmen, sehen wir ja, wo es uns hingebracht hat und die erhöhten Sterbezahlen als auch das Leid sprechen eine deutliche Sprache. Lügen und Machtmissbrauch. Und wenn Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, als Friedensschwurbler bezeichnet werden, dann können wir uns vorstellen, wo es hingeht, wenn wir nicht endlich aufstehen, für uns einstehen, für das, was wir wollen und was nicht mehr. Ihr Lieben, unser menschlicher Geist ist stärker als alles, als jede Technik. Wir haben die Macht, alles zu verändern. Und dieses Bewusstsein wird jetzt, Gott sei Dank, immer stärker. Wir erkennen wieder unsere Verbindung mit dem großen Ganzen. Und es ist wirklich ein riesiger Bewusstseinssprung, den wir jetzt erleben. Jetzt ist die Zeit, ihr Lieben. Jetzt ist die Zeit des Erwachens. Wir kommen wieder in unsere Kraft. Oh ja, es ist die Kraft der vielen, die jetzt erwacht, und unsere Gedanken und Gefühle manifestieren sich jetzt immer schneller. Alles wirkt von innen nach außen. Die Veränderung sind wir. Ihr Lieben, diese Welt braucht unser Licht. Verbinden wir uns wieder, um gemeinsam das Neue zu erschaffen. Verbinden wir uns wieder für unseren Weg, denn wir sind viele und wir werden immer mehr. Setzen wir uns ein für diese Welt, für das, was wir uns wünschen, und bringen wir unsere Kraft in unseren Weg. In diesem Sinne, alles Liebe, Sylvia.